Moin und hallo, liebe Freunde der European League of Football. Ihr habt viele Fragen gestellt seit der Bekanntgabe unserer Liga und natürlich wollen wir uns die Zeit nehmen, hier diese Fragen für euch mal zu beantworten. An meiner Seite der Investor und Geschäftsführer der European League of Football, Željko Karajca. Ich bin's wie immer, euer Coach Izume und ich würde sagen, wir legen jetzt mal los. Die erste wichtigste Frage von euch natürlich, wann ist Saisonstart? Wann geht's los mit der European League of Football und was sind unsere Ziele? Gute Frage, danke dafür. Ja, los wird es gehen mit dem offiziellen Spielbetrieb. 1. oder 2. Juni-Wochenende. Die Teams kommen natürlich schon vorher zusammen, haben Trainingslager und bereiten sich auf die Saison vor. Ja, und unser Ziel ist natürlich, Željko, tatsächlich ein fettes Bowl-Game zu haben. Absolut. Wir wollen in ein großes Stadion rein. Wir werden das auch in den nächsten Wochen ankündigen, wo wir das Ganze machen werden. Und du hast es vorhin schon mal gesagt, wir wollen schon fünfstellig mit Sicherheit beim ersten Bowl an Zuschauer haben. Und wir hoffen alle, die heute Fragen gestellt haben, dass sie natürlich dann auch zu diesem ersten Finale der ELF dazukommen werden. Welche und wie viele Mannschaften spielen eigentlich in der European League of Football? Und sind es neue Teams oder sind es GFL-Teams? Das ist so eine Frage, die uns immer wieder erreicht. Natürlich zu Recht, deshalb ist es mal eine gute Gelegenheit, das Ganze mal zu erklären. Wir werden das erste Jahr mit 8 Franchises wahrscheinlich loslegen. Und ich sage bewusst Franchises, weil es eben keine GFL-Teams, keine bestehenden Teams sind, sondern neue Teams, die sich formiert haben an bestimmten Standorten. Und das Ganze hat nichts mit der GFL zu tun oder mit dem AVD, sondern wir sind eine ganz eigenständige Liga mit eigenständigen Franchises. Das ist für den Start und was wir vorhaben ist, mittelfristig in 2, 3, vielleicht maximal 4 Jahren, dass wir irgendwann mal 24 Mannschaften quer durch Europa haben, idealerweise aus 10 europäischen Ländern, weil das ist die Vision der ELF. Wir wollen eine europäische Liga werden, die sich komplett ausbreitet über Europa und die von dort aus die besten Franchises aus den jeweiligen Ländern bei sich in der Liga hat. Und wir können euch sagen, das Feedback ist schon ziemlich cool, also von Österreich, Spanien, Frankreich, England sind sehr intensive Gespräche. Die London Warriors, der britische Meister, möchte der ELF beitreten. Insofern, ihr könnt euch freuen, da ist noch einiges am Start. Die große Frage, die ihr euch alle immer stellt und die natürlich berechtigt ist, wo läuft die European League of Football? Gibt es einen TV-Partner? Ist es Pay-TV? Ist es Free-TV? Der Mann, der euch die Frage schon mal so ungefähr beantworten kann, sitzt Gott sei Dank neben mir. Also, was wir auf jeden Fall machen werden, jedes Spiel unserer Liga wird in Zukunft produziert werden. Das heißt, als interessierter Zuschauer wird man jedes Spiel gucken können. Wir werden natürlich mit allen Partnern im Markt reden und auch das ganze Thema Free TV angehen, um dort Highlights, die Top-Spiele, die wir haben, unterzubekommen. Gleichzeitig werden wir, glaube ich, für deutsche und auch europäische Verhältnisse im Football einen digitalen Auftritt haben, den man so in der Form nicht gewohnt ist. Das heißt, dort wird man Statistiken, Highlights, komplette Spiele, Archive sich angucken können und auch nicht nur live, sondern auch sich andere Spiele angucken, die schon stattgefunden haben. Das heißt, wir werden den jeweiligen Zuschauern, hoffentlich vielen, vielen Interessierten von uns die Möglichkeit geben, über alle Plattformen, die es medial gibt, sich über die Liga, über die ELF zu informieren und möglichst immer up-to-date zu bleiben. Nächste Frage, natürlich auch eine legitime Frage. Wo wird gespielt? Im Park, auf der Wiese, am Hafen oder in professionellen Fußballstadien? Gebe ich auch die Frage gleich weiter an den Mann, der den Hut ganz oben auf hat. Was wir wollen, und das verdient der Sport. Wenn wir mal Amerika uns angucken, der Sport lebt vom Event. Ne? Also wir kennen die Bilder, die Leute gehen ins Stadion, sie haben 3 Stunden Spaß. Ja, sie gucken natürlich auch Football, aber sie wollen auch 3 Stunden lang unterhalten werden. So, das tut man im Stadion mit vielleicht auch einer vernünftigen Halftime-Show und ein bisschen Opening, ein bisschen Musik, ein bisschen bisschen Show. Das tust du da lieber als wahrscheinlich im Park ohne Dach und wenn es regnet, nass werdend, lieber in einem guten, schönen Stadion. Das heißt, unser Ziel, auch wenn wir das vielleicht nicht sofort in der ersten Saison umsetzen können mit den Franchises, ist, wir wollen in Stadien rein, wir wollen in größere Arenen rein, wir wollen das Thema inszenieren und wir wollen aus jedem ELF-Spiel in Zukunft idealerweise ein Event basteln. Die nächste Frage wird uns auch oft gestellt, hören wir auch öfter. Wie ist das Niveau im Vergleich zu GFL und seid ihr eine reine Profiliga? Ich glaube, wichtig ist erstmal zu verstehen, dass wir eine professionalisierte American Football Liga sind. Das heißt nicht, dass
alle Spieler Vollprofis sind. Ganz so weit sind wir dann doch noch nicht, aber sie wird professionalisiert sein, was natürlich mit dem Front Office und mit der Liga beginnt und der Vermarktung der Liga. Das Zweite ist Vergleich zur GFL. Wir haben keine Ambition, uns mit irgendeiner anderen europäischen Liga zu vergleichen. Insofern stellen wir uns die Frage auch gar nicht, sondern wir kümmern uns um das, was in unserer Kontrolle ist, und das ist die Qualität der ELF. Die nächste Frage hier auf unserem Zettel, die ihr gestellt habt, ist: Wird es Tryouts geben? Wie verstärken sich die Teams? Wo kommen die Spieler her? Gibt es einen Draft? Und so weiter und so fort. Liebe Leute, gemacht. Draft-System funktioniert natürlich nur, wenn du ein Schulsystem, Highschool, College darunter hast. Das haben wir hier nicht. Also ein ELF-Draft wird es so schnell nicht geben. Aber natürlich müssen wir unsere Spieler irgendwo herbekommen. So, für uns ist ganz, ganz wichtig, das haben wir immer gesagt, der Homegrown Player, also der einheimische Spieler, in Deutschland deutscher Spieler, in Polen polnischer Spieler und so weiter und so fort. Das ist der Fokus. Wir werden uns natürlich aus dem Spielerpool einer jeden Region bedienen, weil wir auch, glaube ich, uns sicher sind, dass wir attraktiven Football und ein attraktives Franchise bieten können, dass Spieler sagen, hey, anstatt im Amateurfootball zu spielen, spiele ich in der ELF. Insofern, da kommen die Spieler her. Ja, die nächste Frage haben wir eigentlich schon fast ein bisschen schon beantwortet. Welche Länder sind involviert? Was ist geplant in Expansion? Wir haben es schon ein bisschen angedeutet, aber vielleicht können wir da noch mal ein bisschen tiefer drauf eingehen. Also was wir tatsächlich wollen, wir haben ja gesagt, mit den 8 Mannschaften starten wir. Ich glaube, das können wir soweit sagen, das ist ganz sicher, auch wenn wir bisher nur 7 Standorte announced haben, aber wir sind jetzt in den letzten Gesprächen mit der 8. Franchise. Aber vielleicht gibt es eine Überraschung und wir sind vielleicht sogar mit 9 Franchises dabei, auch zum Start, weil wir einfach merken, die Resonanz funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Was wir vorhaben, wir haben uns einen 5-Jahresplan gemacht im Kopf, wobei der nicht in Stein gemeißelt ist, das muss nicht exakt so vorgehen, aber wir wollen spätestens in 5 Jahren 24 Teams aus Minimum 10 europäischen Ländern haben. Das heißt, wir wollen, man kennt das aus anderen Sportarten, es gibt solche Champions League, wo dann auf einmal, wie hast du vorhin gesagt, Paris spielt gegen Hamburg, Stuttgart spielt gegen Wien vielleicht, wir haben London gegen Barcelona, ich weiß, also da gibt ja wunderbare Begegnungen, aber alleine wenn man jetzt diese Namen alle erwähnt und wenn man über die redet, merkt man ja, was eigentlich die Vision ist. Die Deutschen, die jetzt auch dabei sind, Teams, die werden natürlich auch dabei bleiben. Vielleicht kommen 1, 2 dazu, aber das große Ziel ist der europäische Gedanke, eine wirklich auf hohem Niveau spielende, professionalisierte europäische Liga zu schaffen. Auch eine interessante Frage von euch gestellt, ob die Teams eigenständig sind. Sind sie oder gehören sie der Liga? Sind sie selbstständige Firmen oder sind es Vereine? Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Da gab es viel Misskonzeption da draußen. Natürlich gehören die Vereine in erster Linie sich selbst. Es sind keine Vereine, eigentlich habe ich das falsch gesagt, sondern es sind tatsächlich Unternehmungen und keine Vereine, die in einem Verbandsgefüge spielen. So, insofern, die sind selbstverantwortlich und schließen sich mit einem Franchise-Vertrag der ELF an, wenn das so ungefähr Sinn macht. Ja, es ist wie eine ganz normale Firma, die besteht aus einer GmbH. Diese GmbH hat Gesellschafter und haben einen Vertrag letztlich mit der Liga, wo Rechte und Pflichten geklärt sind, was müssen die einen erfüllen, was müssen die anderen bringen, damit am Ende so eine Liga auch tatsächlich funktionieren kann. In dem Fall tatsächlich losgelöst von irgendwelchen Verbandssystemen. Eine weitere Frage, die uns erreicht hat, war die Frage nach dem schlechten Zuschauerschnitt im Amateursport, im Football, wie wir damit umgehen. Also erstmal grundsätzlich, natürlich wäre es schöner, wenn die Zahlen höher wären, aber zum Beispiel der letzte Bowl, auch in Deutschland, der stattgefunden hat, über 20.000 Zuschauer gehabt. Es gibt jetzt schon viele Standorte, die sind bei 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauern im Schnitt pro Spiel mit dabei. Unser Ziel ist jetzt tatsächlich, ich habe es vorhin schon ein bisschen erwähnt, über das Thema Eventisierung, natürlich über Fernsehen, natürlich über Partner und Show-Acts. Also es gibt ja viele Sportarten, aber nicht zuletzt Football in Amerika, was wir alle so toll finden, die das durchaus vormachen, wie man das Ganze auch organisieren kann. Und wir wollen tatsächlich, dass dieser Sport, ähnlich wie in Amerika, ein Family
Event, ein Family Entertainment Event wird, wo man gerne hingeht, wo man gerne 3 Stunden verbringt, wo man Spaß mit der kompletten Familie hat. Man wird nicht gehauen auf der Tribüne, weil es irgendwelche Rowdies gibt. Man hat einfach Spaß, hat gute 3 Stunden gehabt. Und ich glaube, wenn uns das gelingt, wenn wir diese Eventisierung hinbekommen, wenn wir die Leute gut unterhalten mit einer vernünftigen Show, werden sie dahin strömen und die Leute werden es sich gut gehen lassen. Und wir haben das ja auch schon alles in Deutschland auch gehabt. Also es gab durchaus Zeiten, da haben wir 10, 20, 30.000 Zuschauer in den Stadien gehabt. Deswegen sind wir absolut optimistisch, dass das auch in Zukunft passieren wird. Auch eine gute Frage von euch. Wie kann man denn die European League of Football unterstützen? Kann man ehrenamtlich mitarbeiten? Kann man spenden? Die generelle Antwort: ja, man kann sie unterstützen. Spenden solltet ihr lieber gemeinnützigen und karitativen Einrichtungen. Aber ihr könnt natürlich ehrenamtlich bei euren Franchises euch involvieren. Und dazu wollen wir euch auch animieren und aufrufen. Involviert euch in die beste Sportart dieser Welt, die ihr am Wochenende im Fernsehen seht, die ihr so liebt. Ansonsten würdet ihr das Video nicht sehen. Also involviert euch gern ehrenamtlich, weil diese Liga, die ELF, ist auch Pioniersarbeit. So eine Liga zu starten ist eine Menge Arbeit und natürlich ist jeder, der eine helfende Hand reichen will, ist, glaube ich, bei uns gern willkommen. Absolut. Die nächste Frage, auch sehr interessant. Können Spieler aus der European League of Football es in die NFL schaffen und ist eine Partnerschaft geplant? Die Antwort können wir beide mit Ja beantworten. Ich meine, die erste Frage, kann man als Spieler von der ELF in die NFL kommen, liegt immer an dem Spieler, wie gut er ist. Aber natürlich wollen wir diese Liga, unsere Liga als Sprungbrett hoffentlich benutzen können, um eine Plattform zu geben, um für Spieler in die NFL zu kommen. Das Pathway-Programm ist ein Programm, das ihr kennt. Es gibt ein paar Spieler, die da drüben spielen. Deutsche Spieler, Moritz Böhringer, Chris Eseala, David Bader. Natürlich wollen wir solchen Spielern die Möglichkeit geben, auf hohem Level hier zu spielen, um dann das gute Football-Tape zu haben, um in der NFL zu spielen. So, natürlich streben wir auch an, eine Kooperation mit der NFL zu fahren. Also wir wollen eng mit der NFL zusammenarbeiten. Wir spielen nach NFL-Regeln, auch ganz wichtig. Keine College-Rules, sondern NFL-Regeln, was auch eigentlich ein bisschen geiler ist. Das Einzige, was wir uns vorbehalten, die Overtime-Rule, behalten wir aus dem College, weil die aus der NFL ist unfair. Aber ansonsten spielen wir NFL-Regeln, das machen wir auch nicht von ungefähr. Also natürlich, eine Partnerschaft mit der NFL ist angestrebt und zwar in allen Bereichen wollen wir in der Zukunft eng mit der NFL zusammenarbeiten. Ganz wichtiges Thema und auch eine wichtige Frage, die von euch gekommen ist, ist das Thema Jugendarbeit. Wird es Jugendarbeit geben? Ist die geplant? Haben die ELF-Mannschaften Jugendteams? Und wie wird der Jugendfootball in Deutschland von uns unterstützt? Ich glaube, das ist eine Antwort, die eine Frage, jetzt hätte ich schon fast wieder Antwort gesagt, das ist eine Frage, die mehrere Antworten hat. Die ELF-Teams werden keine Jugendteams haben. Nichtsdestotrotz ist es unser Ansinnen natürlich, den Football in der Basis und gerade in der Jugend zurückzugeben, weil ohne Jugendarbeit keine ELF-Mannschaften irgendwann mal. Also da sind mehrere Programme geplant. Ich schieße das mal zu dir rüber, weil du hast ja auch eine ganz konkrete Idee. Also zum einen, was du vorhin gesagt hast, weil anknüpfend auf die letzte Frage, gibt es eine Chance eventuell von der ELF rüber in die NFL zu gehen? Und du hast gesagt, erstmal müssen die Spieler auch auf dem Niveau sein, dass sie da überhaupt mitspielen können. Das heißt, ohne gute Grundlage, und wir haben ja gesagt, wir wollen einheimische Spieler die Chance geben, auf professionalisiertem Niveau zu spielen, brauchen wir also erstmal diese Spieler, die da überhaupt vordringen können. Und wir als Liga wollen auch eine ELF Academy einrichten, indem wir Talente sichten, indem wir sie fördern und ihnen die Möglichkeit dann auch geben, den nächsten Schritt zu gehen. Und wir glauben auch fest daran, dass es heute bei so vielen tausend spielenden Footballern in Deutschland sehr, sehr viele Talente gibt, die den nächsten Schritt machen könnten. Dazu gehört aber natürlich richtiges Training, professionalisiertes Training, Ausrüstung, Ausstattung und auch letztlich ein Team und Trainingsmöglichkeiten mit richtig guten Trainern, um den nächsten Schritt zu machen. Und das, glaube ich, wird ein Kernteil in dieser Academy sein. Nächste Frage. Von euch gekommen, werden Spieler bezahlt, wird es ein Salary Cap geben und so weiter. Natürlich wird es ein Salary Cap geben, schon aus dem einfachen Grund, dass wir in der European League of Football nicht das Szenario haben wollen, was wir jetzt in der Bundesliga zum Beispiel haben. Da wird Bayern München jedes Jahr Meister und gewinnt manchmal dann auch noch die Champions League. Also schon allein für das Thema Competitive Balance ist sowas wie ein Salary Cap
essentiell wichtig.